Oh nein, das ist eine Katastrophe. Lukas, komm bitte schnell in die Küche. Wir haben ein großes Problem. Guten Morgen, Anna. Guten Morgen, liebe Zuhörer. Willkommen beim Learn German Podcast. Was ist los, Anna? Brennt die Küche? Schlimmer, der Kühlschrank ist leer. Wir haben keine Eier. Wir haben keine Milch. Wir haben nur ein altes Stück Käse. Liebe Zuhörer, kennt ihr das? Ihr habt Hunger, aber kein Essen zu Hause? Heute lernen wir das wichtigste Thema für das Leben in Deutschland. Wie überlebt man im deutschen Supermarkt? Genau, wir müssen einkaufen gehen. Aber zuerst brauchen wir einen Einkaufszettel. Ohne einen Einkaufszettel vergesse ich immer die Hälfte. Okay, schreiben wir die Liste. Was brauchen wir für das Wochenende? Wir brauchen frisches Brot. Ich schreibe ein Brot. Wir brauchen auch Obst. Ich möchte Äpfel und Bananen essen. Achtung, liebe Zuhörer, das ist der Plural. Der Apfel, Singular, wird zu die Äpfel. Die Banane, Singular, wird zu die Bananen. Wir brauchen auch Gemüse, Tomaten und Gurken für einen Salat. Und natürlich brauchen wir Kaffee, viel Kaffee für den Morgen. Liebe Zuhörer, wir schreiben den Einkaufszettel. Sprecht diese Sätze laut mit uns. Übt die Pluralformen. Wir haben keinen Apfel. Wir brauchen Äpfel. Wir haben keine Tomate. Wir brauchen Tomaten. Der Kühlschrank ist leer. Wir schreiben einen Einkaufszettel. So, wir sind da. Das ist der Supermarkt. Er ist sehr groß. Ich brauche einen Einkaufswagen. Warte, Anna, der Einkaufswagen ist angekettet. Du brauchst eine Münze. Hast du einen Euro oder 50 Cent? Ja, hier ist ein Euro. Ich stecke die Münze in das Schloss. Klick, der Wagen ist frei. Halt, Anna. Bevor wir einkaufen, müssen wir etwas erledigen. Wir haben alte Plastikflaschen in der Tasche. Wir müssen zum Pfandautomaten. Stimmt, das Pfandsystem in Deutschland. Das ist sehr wichtig und sehr gut für die Umwelt. Wenn man eine Flasche Wasser kauft, bezahlt man 25 Cent extra. Das ist der Pfand. Wenn die Flasche leer ist, bringt man sie zurück. Man steckt die Flasche in dieses Loch im Automaten. Der Automat schluckt die Flasche und er gibt mir einen kleinen Zettel, einen Bon. Diesen Bon gebe ich später an der Kasse ab. Dann bekomme ich mein Geld zurück. Liebe Zuhörer, das Pfandsystem ist typisch deutsch. Sprecht diese nützlichen Sätze laut nach. Ich brauche eine Münze für den Einkaufswagen. Ich brauche eine Münze für den Einkaufswagen. Wir geben die leeren Flaschen zurück. Wir geben die leeren Flaschen zurück. Ich stecke die Flasche in den Pfandautomaten. Ich stecke die Flasche in den Pfandautomaten. Wir sind im Supermarkt. Die erste Abteilung ist immer das Obst und Gemüse. Es riecht hier sehr frisch. Alles ist so bunt. Schauen wir auf unseren Einkaufszettel. Wir brauchen Äpfel und Tomaten. Welche Äpfel möchtest du, Anna? Es gibt rote, grüne und gelbe Äpfel. Ich mag die grünen Äpfel. Sie sind sehr sauer und knackig. Ich nehme 6 grüne Äpfel. Ich lege sie in eine Tüte. Achtung, Anna. In vielen deutschen Supermärkten musst du das Obst selbst wiegen. Du musst auf die Waage gehen. Okay, ich lege die Tüte mit den Äpfeln auf die Waage. Ich suche die Nummer für die Äpfel. Die Nummer ist 42. Ich drücke die 42. Die Waage druckt einen kleinen Aufkleber. Dort steht das Gewicht und der Preis.
Du klebst ihn auf die Tüte. Fertig. Das ist sehr einfach. Jetzt hole ich noch die roten Tomaten. Rote Tomaten, grüne Äpfel, gelbe Bananen. Unser Einkaufswagen ist sehr gesund. Liebe Zuhörer, wir sind in der Gemüseabteilung. Übt diese wichtigen Sätze mit uns. Sprecht laut mit. Ich möchte 6 grüne Äpfel. Ich möchte 6 grüne Äpfel. Ich lege das Obst auf die Waage. Ich lege das Obst auf die Waage. Die Waage druckt einen Aufkleber. Die Waage druckt einen Aufkleber. Lukas, der Supermarkt ist wirklich riesig. Ich brauche Mehl. Ich möchte am Wochenende einen Kuchen backen, aber ich finde das Mehl nicht. Wir können nicht den ganzen Tag suchen. Wir müssen fragen. Schau mal, dort drüben steht ein Mitarbeiter. Er räumt gerade die Regale ein. Okay, ich frage ihn. Aber wie frage ich höflich auf Deutsch? Ich kann nicht einfach „Wo ist Mehl?" rufen. Das ist ein tolles A2-Thema, die Höflichkeit. Wir beginnen immer mit Entschuldigung, dann fragen wir, könnten Sie mir bitte helfen? Und dann die wichtige Frage, wo finde ich... Entschuldigung, könnten Sie mir bitte helfen? Wo finde ich das Mehl und den Zucker? Ja, natürlich. Backwaren finden Sie in Gang 3. Gehen Sie hier geradeaus und dann nach links. Das Mehl steht auf der rechten Seite, ganz unten im Regal. In Gang 3 nach links, unten rechts. Vielen herzlichen Dank. Sehr gerne. Schönen Tag noch. Liebe Zuhörer, das ist überlebenswichtig im Supermarkt. Sprecht diese höflichen Fragen laut nach. Entschuldigung, könnten Sie mir helfen? Entschuldigung, könnten Sie mir bitte helfen? Wo finde ich das Mehl? Wo finde ich das Mehl? Das Mehl steht in Gang 3 auf der rechten Seite. Das Mehl steht in Gang 3 auf der rechten Seite. Wir sind an der Frische-Theke. Hier gibt es frischen Käse und frische Wurst. Es riecht wunderbar. Achtung, Anna. Manchmal muss man hier eine Nummer ziehen. Dort ist ein kleiner roter Automat. Zieh ein Papierticket, sonst kommen wir nie dran. Ich habe die Nummer 54. Die Anzeige zeigt die Nummer 53. Wir sind als Nächste dran. Die Nummer 54 bitte. Wer ist die Nummer 54? Guten Tag. Was darf es sein? Guten Tag. Ich hätte gern 200 Gramm von dem Gouda-Käse. Bitte in dünnen Scheiben. Liebe Zuhörer, hört ihr das? Ich hätte gern. Das ist der Konjunktiv 2. Das ist die höflichste Art, auf Deutsch etwas zu bestellen. Besser als ich will. Gerne. 200 Gramm Gouda in Scheiben. Darf es sonst noch etwas sein? Haben Sie noch einen Wunsch? Ja, bitte. Ich hätte gern noch etwas Salami. 100 Gramm von der scharfen Salami. Das macht dann genau 100 Gramm. Ist das alles? Ja, das ist alles. Vielen Dank. Liebe Zuhörer, jetzt bestellen wir höflich unser Essen. Benutzt ich hätte gern. Sprecht laut mit. Ich will Käse. Unfreundlich. Ich hätte gern Käse. Höflich. Ich hätte gern 200 Gramm Gouda in Scheiben. Ich hätte gern 200 Gramm Gouda in Scheiben. Darf es sonst noch etwas sein? Ja, das ist alles. Danke. Der Einkaufswagen ist voll. Wir haben alles von der Liste. Jetzt kommt der schwierigste Teil, die Kasse. Die Schlangen sind sehr lang. Wir stellen uns hier an Kasse 3 an. Lege die Waren auf das Kassenband. Und Anna, vergiss das Wichtigste in Deutschland nicht.
Stimmt, den Warentrenner. Das ist dieses kleine Plastikteil. Ich lege es hinter unsere Äpfel. So weiß die Kassiererin, das ist unser Einkauf und danach kommt der nächste Kunde. Das ist ein ungeschriebenes Gesetz in Deutschland. Oh mein Gott, Lukas, warum ist die Kassiererin so unglaublich schnell? Ihre Hände fliegen über den Scanner. Ich kann die Sachen gar nicht so schnell in meine Tasche packen. Willkommen beim deutschen Kassensport. Deutsche Kassierer sind Weltmeister im Scannen. Hier gibt es niemanden, der deine Taschen für dich packt. Du musst schnell sein. Wirf alles in den Einkaufswagen und packe es später in Ruhe ein. Hallo? Das macht dann 34,50 € bitte. Haben Sie eine Payback-Karte? Nein, keine Payback-Karte. Ich möchte bitte mit Karte zahlen. Zahlung erfolgt. Brauchen Sie den Kassenbon? Nein, danke. Ich brauche den Kassenbon nicht. Schönen Tag noch. Danke, gleichfalls. Nächster Kunde bitte. Liebe Zuhörer, ihr habt die Kasse überlebt. Das war Sport. Übt diese Sätze, um schneller zu sein. Sprecht laut mit. Ich lege den Warentrenner auf das Band. Ich lege den Warentrenner auf das Band. Ich bezahle mit Karte. Ich bezahle mit Karte. Brauchen Sie den Kassenbon? Nein, danke. Ich brauche den Kassenbon nicht. Puh, wir sind wieder zu Hause. Die Sonne scheint, alles ist ausgepackt, mein Kühlschrank ist wieder voll. Wir haben Äpfel, Tomaten, Käse, Brot und Mehl. Ich bin bereit für das Wochenende. Liebe Zuhörer, ihr wart heute fantastisch. Wir haben zusammen ein echtes deutsches Abenteuer überlebt, den Supermarkt. Ihr habt großartig mitgesprochen und mitgelernt. Fassen wir die wichtigsten Dinge für das A2-Niveau zusammen. Wir haben gelernt: den Pfandautomaten benutzen für leere Flaschen, höflich fragen mit »Entschuldigung, wo finde ich das Mehl?« Höflich bestellen mit »Ich hätte gern 200 Gramm Käse« und natürlich den Warentrenner an der Kasse benutzen. Und vergesst die Grammatik nicht. Wir haben Pluralformen geübt. Der Apfel, die Äpfel. Und wir haben den Konjunktiv 2 der Höflichkeit trainiert. Ich hätte gern. Ihr seid jetzt absolute Profis im Supermarkt Deutsch. Jetzt kommt eure allerwichtigste Aufgabe, liebe Freunde. Nehmt euch sofort einen Stift und ein Stück Papier. Schreibt euren eigenen Einkaufszettel auf Deutsch. Geht in eure Küche. Öffnet euren Kühlschrank. Was fehlt? Schreibt 5 Lebensmittel auf. Benutzt die Pluralformen, zum Beispiel Eier, Bananen, Tomaten. Stellt euch dann vor euren Spiegel. Stellt euch vor, ihr steht an der Käsetheke in Berlin oder München. Sprecht laut. Guten Tag, ich hätte gern... Seid selbstbewusst. Euer Deutsch ist wunderbar. Wir sind sehr stolz auf euch. Ich habe jetzt großen Hunger nach dieser harten Arbeit. Ich backe jetzt meinen Kuchen. Vielen Dank für eure tolle Hilfe heute im Supermarkt. Das war unser großer Supermarkt-Podcast. Bleibt hungrig nach Wissen, lernt jeden Tag ein neues Wort und verliert nie den Spaß an der deutschen Sprache. Bis zum nächsten Mal, liebe Leute. Tschüss! Macht es gut. Wir hören uns nächste Woche. Auf Wiedersehen.